geht mal in die Lampe. Die Bauten aus der Mitte zuerst wegrollen. Essen wir ja. Tun wir ja schon. Aber nie abtransportieren. Na, was denn? Nur auseinandernehmen und beiseite schaffen. Aber wisst ihr, was heute schaffen? Die Mitte der Halle freimachen. Der weiß ja auch nicht mal noch ist. Gestern erst haben sie den französischen Film abgedreht. Und heute soll schon die erste Klappe für den Opernschicken fallen. So ein Durcheinander ist noch nicht da gewesen. Was soll denn die Mühle schon hier? Seht doch, der Akt in der Dekoration. Da ist Drehbüchen. Lest ihr das nicht? Ha, wird doch nicht wahr sein, bevor wir abgeräumt haben. Ich habe ihn wieder ein. Nach rechts drehen. Noch rechts, rechts. Was alles? Ja, noch. Und weiter bitte. Ich habe schon geglaubt, ich bin im falschen Atelier. Was ist denn das für eine Dekoration? Paris. Und zwar zu der Zeit, in der die Oper geschrieben wurde. Da ist ja meine Hütte. Na, da sind sie ja schon. Die Dekoration von der komischen Oper kommt hierher. Das soll eine Dekoration sein? Ich bin 15 Jahre bei der TV, aber so einen Tag habe ich noch nie erlebt. Das ist ja ulkig. Das wollen sie ja. Das Ganze wird ein Ulk. Ruhe bitte. Einspielprobe. An welcher Stelle kommt mein Knicks? Komm, ich zeig dir noch mal die Stelle. Hier, mit diesem Takt. Ach ja. Na jetzt? Und dann sei die erste Komm, sei nicht so Rose nervös. auf Die Ausgangspositionen. Finde ich morgens keine Ruhe, denn seiner Flöte Melodien rufen zum süßen Rendezvous, rufen zum süßen... Toi, toi. Toi, toi, toi! Aufnahme bitte. Und? Ton ab. Ton läuft. Klappe. Ritter Blaubart 1, das erste Mal. Bitte. Und das soll ein Film werden? Na klar, Mensch. Oder Opernklamotte? Halt die Schnauze. Natur erwacht, der Tag bricht an, o süße Morgenpoesie. Die Biene summt, es kräht der Hahn, und lieblich brüllt das Ochsenvieh. Geliebte Schäferin, noch nicht erwacht? In dieser Hütte atmet sie, Fleurette. Daphnis! Daphnis! Oh, pardon.
in seiner Flöte Melodien. Ruf ich zum süßen Rendezvous. Ruf ihn zum Son Rendezvous. Amore, toute la Antonin cache, nous allons, nous venons, tout parcours au seul bocage. Tout est dans la nature. Le printemps donne aux champs, le vadrouille de parure. Aime-nous, Ceci-nous, aime-nous bien, je t'en prie. il n'est pas ici-bas. Dans ta bonne dans la vie, empresqué, trop discret, l'anarchie, il saisit une main, c'est ta main, que je dis l'infini. Oh, das war ja Französisch. Pardon. Nun ja, wir singen, streifen durch die Felder. Das ist recht hübsch. Doch wäre es nicht schlecht, auch mal zu plaudern. Gut, so plaudern wir. Es ist dir doch nicht unbekannt, dass mir auch andere Schäfer nachgelaufen sind. Kein Wunder, ihr seid doch zu schön für eine Blume. Arme Blumenhändlerin. Nun ja, mein Vater hinterließ mir, als er starb, nur diesen Laden da. Und auch die Ehre. Ich habe bisher beides wohl bewahrt. Das kann ich nur bezeugen. Ich sagte mir, erwählen werde ich mir nur einen Mann, der ehrenhaft und der auch willens ist, sogleich die große Frage anzuschneiden. Die große Frage? Dich habe ich erwählt, denn du bist ehrenhaft. Nur mit der großen Frage rückst du nicht heraus. Ja, ich weiß nicht, was ihr meint. Verstehst du nicht? Du hast von Heirat mir noch nichts gesagt. Ach, Heirat? Was denn sonst? Also ich könnte mir nichts Schöneres denken. Nur meine Familie. Sind Schäfer, so wie du und ich. Was kann da sein? Jedoch, Was willst du sagen? Holla, nur rot. Oh Gott! Gib auf die graue Acht. Boulot! Beiß zu, mein Hund, ja. beiß zu. Hab Angst vor ihr. Warum? Sie betet mich doch an. Aha. Und weil ich sie nicht mag, will sie mich immer schlagen. Gehen wir hinein. Doch nicht Ist zu mir. gleich nur rot. Rette! Ich hab doch was zu tun. In unserem Dorf gibt's Hirtenmädchen, die hüten besser Schaf und Kuh und bringen sie die Milch in das Städtchen, panschen sie weniger Wasser dazu. Doch Sappelotte, es kann nicht eine konkurrieren. Mit Boulotte geht's ums Küssen und Posieren. Nein, es kann keine konkurrieren. Mit Boulotte geht's ums Küssen und Posieren. Keine gibt's, keine gibt's. Nein, keine gibt's, keine gibt's. Nein, keine gibt's. Eine, die liebt, braucht, wie Sie wissen, stets einen Partner für dies Spiel. Dort den Schäfer möchte ich küssen, aber dem Stockfisch fehlt's an Gefühl. Doch Sappelotte, bald wird nicht mehr opponieren. Zeig Boulotte ihm das Küssen und Posieren. Nein, du wirst nicht mehr opponieren. Zeig Boulotte dir das Küssen und Posieren. Keine gibt's, keine gibt's. Ja, die so küsst und posiert.
ich hier jeden Morgen. Glauben Sie's? Doch dieser Strolch, für den vor Liebe ich vergehe, auch der tut so, als merkt das nicht. Na, warte. Verdammt, da seid ihr ja schon wieder. Ja. Wollt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Nein. Ich komme raus. Genau das wollte ich. Olivia! Was habt ihr mir zu sagen? Ich liebe dich. Und das habe ich schon oft gehört. Was? Zuletzt wohl gestern früh um 5. Weiß. So, und was habe ich darauf erwidert? Es ist schade um die Zeit. Ich hab's gehört. Das wird mich aber niemals hindern, dich zu lieben. Ich liebe dich aus vielen Gründen. Vor allem bist du so geheimnisvoll. Niemand weiß, woher du kommst und wer du bist. Ich kenne dich nicht und möchte dich so gerne kennen. Du bist ganz anders als die anderen Männer hier. Und diese weißen Hände, auch riecht dein Haar so gut und überhaupt, ich liebe dich. Sehr schmeichelhaft, doch ich kann euch nicht lieben. Und warum nicht? Das ist meine Sache. Ach, weil du Florette liebst. Florette? Ja, diese aufgeputzte Schäferin. Doch glaube mir, die werd ich Morse lehren. Das werdet ihr nicht tun. Ich werde es tun. Wozu reden wir von dieser Puppe? Umarme mich. Wieso? Umarme mich sofort und küsse mich. Ja, aber ich habe euch doch gesagt, Sei dass ich... blöd und küss mich. Was denn? Du willst mich nicht umarmen? Mich nicht küssen? Nein. Sag das noch einmal. Kommt mir nicht zu nah, sonst muss ich mich verteidigen. Das ist mir doch egal. Du willst mich also nicht umarmen. Nein. Du, ich zähle. 1, 2, Nein. Je viens ici pour trouver une rosier. Pardon, ich wusste nicht. Ich bin nervös. Ich habe nämlich den absurden Auftrag, noch heute eine Rosenjungfrau hier zu finden. C'est difficile, très difficile, an Rosen fehlt es nie, doch eine Jungfrau. Polani! Exzellenz! Ach, wie schön, wunderschön, wenn sich zwei alte Kameraden wiedersehen. Von denen ist der eine weit gebracht. Hofmarschall von seiner Majestät. Silence! Diskretion. Ihr seid beneidenswert. Beneidenswert? Ach, wenn du wüsstest. So stöhnt jeder Große. Sprechen wir von etwas anderem. Bist du noch immer Alchemist bei Ritter Blaubart? Ja. Ein kurioser Herr. Wieso kurios? Wieso kurios? Was macht er nur mit allen seinen Frauen? 5 in 3 Jahren. Wie? Er ist doch wieder Witwer, höre ich. Seit Donnerstag. Ist das nicht kurios? Sag lieber traurig. Und sehr rätselhaft. Da irrt ihr aber sehr. Ich kann beschwören. Was? Pardon. Nun was? Ich bin nervös. Dann sprechen wir von etwas anderem. Was machst du hier? Ich suche eine Jungfrau. Wie? Eine Kaprice meines Herrn. Er möchte eine Jungfrau krönen. Verrückt, nicht wahr? Sonst hat er keine Sorgen? In einem Aufruf habe ich alle Mädchen aus dem Dorf hierher beordert. So. Hierher beordert. Und glaubst du, dass du unter ihnen eine finden wirst? Ich hoffe es. Du hoffst. Ich
könnte es garantieren durch eine Keuschheitslotterie. Lotterie? Das Los bestimmt, wer Rosenjungfrau wird. Es gibt doch keine. Falls keine unter ihnen Jungfrau ist, das Los macht sie dazu. Gibt's mehrere, verhindert die Verlosung jeden Streit. Das Los bestimmt, wer Rosenjungfrau wird. Das Los bestimmt, wer Rosenjungfrau wird. Grandios, grandios. Ich verwende die Idee. Oh. Nun sprechen wir von etwas anderem. Und zwar von dem, was mich hierher führt. Ich suche die Prinzessin. Die Prinzessin? Die Tochter unseres Königs, meines Herrn Bobbesch. Der hat doch gar keine Tochter. Vor 18 Jahren kam sie auf die Welt. Danach erst schenkte Clementine, die Königin. Schenkte die Königin dem Gatten einen Sohn. Um diesem Sohne nun den Anspruch auf den Thron zu sichern, musste sich der König seiner Tochter erst entledigen. Na, was tun? Man packt das Kind in einen Korb und setzt es im Flusse aus. Sensationell. Und nun? Zum Unglück stellt sich jetzt heraus, der Prinz ist sozusagen kein Genie. Dazu noch flotter Lebenswandel, Weiber. Kurz so gut, man kann nicht einem Trottel das Geschick von Millionen Menschen anvertrauen. Heutzutage schwer. Der neue Geist. Die Zeit der Menschenrechte. So hör mir damit auf. Was also bleibt zu tun? Die Tochter muss jetzt wieder her. Die ist doch lange tot. Wenn sie nicht damals auf der Reise aufgehalten wurde. Wie? Der Fluss hat unterhalb der Burg des Ritters Blaubart einen Staudamm. Also hier. Ihr meint, der Korb kam hier an Land? Und die Prinzessin. Genial durchdacht, so macht man Karriere. Gut durchdenken und jede günstige Gelegenheit beim Schopf verfassen. So bleib doch nicht still! Spät! Tiens, Boulotte. Herr Alchemist, Was machst du hier? eine kleine Morgenübung vor dem Frühstück. Donnerwetter, ist die hübsch. Wäre das nicht eine Rosenjungfrau? Kaum. Genauso gut könnt ihr sie zur Prinzessin machen. Sprecht ihr über mich? Mein schönes Kind, wenn ich mich eines Tages verirren würde, auf der Jagd und käme zu deiner Hütte hungrig, hättest du dem armen Jäger etwas anzubieten? Alles, was ihr wollt. Cherchez la femme. Da sind die Mädchen schon. Ihr scheint mit ihnen kommt das ganze Dorf. Ihr Damen und ihr Herren, versammelt hier im Chor. Ich grüße euch, ich grüße euch, ich grüße euch, nun leiht mir euer Ohr. Hört alle aufmerksam an, was Ritter Blaubart ersann, der weit und breit hier im Land ob seiner Launen bekannt. Hört alle aufmerksam an, was Ritter Blaubart ersann, der weit und breit hier im Land ob seiner Launen bekannt.
bekannt. Diesmal begehrt sein Genie, dass eine hiesige Schöne zur Rosenjungfrau man kröne. Natürlich Zahngarantie, doch unserer Väter System, sich mit der Sorge zu quälen, ob man die Richtge wird wählen, ist verstaubt und unbequem. Drum höret alle nun an, sein Vorschlag Laubach ersann, sein Vorschlag hier im Land, ob seiner Launen bekannt. Sein Vorschlag ist vielmehr der, unter moralischem Motto organisiert man ein Lotto, dann fällt die Wahl nicht mehr schwer. Sagt dem Herrn Dorfschreiber nunmehr jede ihren Namen. Er registriert alle Damen je auf einem Blatt Papier. So wird heut in aller Welt gewählt. Das ist große Mode. Lasst uns nach gleicher Methode sehen, wer den Preis erhält. Lasst sehen, wer den Preis erhält. Das ist der treffliche Plan, den Ritter Blaubart ersann, der weit und breit hier im Land ob seiner Launen bekannt. Das ist der treffliche Plan, den Ritter Blaubart ersann, der weit und breit hier im Land ob Launen bekannt. Ihr hübschen Mädchen, kommt heran, gebt euren Namen alle an. Ihr hübschen Mädchen, kommt heran, gebt euren Namen alle an. Ihr hübschen Mädchen, kommt heran, gebt euren Namen alle an. Heran und gebt alle die Namen an. Nimm mich erst ran, und mich so dann, und mich so dann. Lieber kannst du wie hübsch du bist, wie mein Zermann Handschrift ist. Nimm mich erst ran, und mich so dann, und mich so dann. Lieber kannst du wie hübsch du bist, wie mein Zermann Handschrift ist. Lieber hübscher reizender Kanzlist, mach flink. Lieber hübscher reizender Kanzlist, mach flink. Wie ein Zermann Handschrift doch ist, du lieber hübscher reizender Kanzlist. Lässt man es lieber sein, trag ich mich auch ins Keuschheitslotto ein. Ach was, wozu die Ziererei? Nun, Herr Kanzlist, ich bin dabei. Nanu, Lotte, was fällt dir ein? Nanu, Lotte, was fällt dir ein? Du willst Rosenjungfrau sein. Du willst Rosenjungfrau sein. Nanu, Lotte, Lotte. Rosenjungfrau möchtest du sein. Was fällt dir ein? Was fällt dir ein? Na? Was sind das bloß für ulkige Leute, die mich zu hindern so geschwind einig sind? Ihr spielt euch auf als Tugendbräute, doch scheint mir eure Jungfernschaft zweifelhaft. Was ihr könnt, das kann ich schon lange. Auf Ehre seid ihr versessen bloß, ja. Vor Konkurrenz ist mir nicht bei, denn gleich sind alle vor dem Los. Vor Konkurrenz ist mir nicht bei, denn gleich sind alle vor dem Los.
Herr. Wir brauchen ein Behältnis. Hier, ein Korb. Wer hält ihn? Gib ihn mir. Exzellenz. Attention. Die Lotterie beginnt. Die, deren Name jetzt von Kindeshand... Ach so, ein Kind. Ja, wo ist ein Kind? Hier, Herr. Komm, kleiner Freund. Du sollst aus diesem Korb, wenn ich dir sage, einen Zettel ziehen. Geh, mein Sohn, lass deine Mutter Rosenjungfrau werden. Die, deren Name jetzt von Kindeshand gezogen wird, gewinnt die Unschuldsrose. Dann, mit prächtigen Kleidern angetan, wird sie dem hohen Ritter Blaubart zugeführt, der sie mit eigenen Händen krönen wird. Nun zieh den Zettel. Nun los, hab keine Angst. Bulotte. Sapperlotte, du Bulotte, du Bulotte. Glaub's nicht wahr, ist das ein Zufall, ist es geschieht. Da steht Bulotte in dem Verlag, ja, Bulotte hat immer Glück. Welche Fügung, alle Teufel, das ist der Korb, ganz ohne Zweifel. Sagt wem gehöre dieser Korb? Wem er gehöret, Ja, wem? der Korb. Ja. Das ist der Blumenkorb Fleurettes. Ja, Fleurettes. Wie Fleurettes? Das Blumenmädchen, das hier zu Haus. Das hier zu Haus. Das hier zu Haus. Das ist der Blumenkorb Fleurettes, die hier in dieser Hütte wohnt. Heißt Fleurette? Ja, Florette. Blumenmädchen? Ist hier zu Haus. Bob. Nun, das genügt. Ihr könnt jetzt gehen. Wir danken schön. Ganz wie gewünscht, wir wollen gehen und danken schön. Ihr könnt jetzt gehen, ja, gehen. Schön. Ihr könnt jetzt gehen, ja, gehen. Schön. Ganz wie gewünscht, wir wollen gehen und danken schön. Sie nannten sie Fleurette. Wollen sehen. Was wollt ihr? Blumen kaufen? Schönes Kind, den Preis für das, was ich euch bieten kann, erzielen alle eure Blumen nicht. Wenn ihr was Ehrenrühriges verlangt, geht eures Wegs. Ihr versteht mich nicht. Erklärt euch also. Ist nicht euer Vater? Der gute Lysiskas, er ist schon Wisst tot. ihr das ganz bestimmt? Wie? Ob er tot ist? Nein, ob er auch euer Vater war. Wie meint ihr das? Erinnert euch An was? an eure Kindheit, an den prächtigen Palast, die Wachen mit den goldenen Helmen. Prächtiger Palast? Erinnert euch, die Frauen reich geschmückt und edle Herren. Der König zankt sich mit der Königin. Ach ja, Miseren, Glanz Ich glaube- und Streit. ich glaube... Kurz und gut, der Hofstaat eines erinnere mich. Königs. Und dann auf einmal Wasser. Wasser? Nichts als Wasser. Rings um euch ein Fluss. Über euch nur Himmel. Unterm Himmel, auf dem Fluss, ein Korb. Im Korb ein Kind.
Erinnert ihr euch nicht? Doch, jetzt kann ich mich erinnern. Hoheit, ihr seid die Tochter seiner Majestät, der Roi Popèche, Prinzessin Hermia. Prinzessin Popèche? Der hat doch einen Sohn. Der Bruder eurer Hoheit. Jünger als ich. Ihr kam nach eurer Hoheit auf die Welt. Oh, das heißt, dass meine Hoheit Erbin wird. So ist's. Wann reisen wir zu meinem Vater? Gleich. Ich rufe meine Leute. Habt ihr etwas mitzunehmen? Aber ja, fast hätte ich ihn vergessen. Daphnis. Daphnis. Komm. Was gibt's, Fleurette? Wer ist das? Den nehme ich mit. Ein Schäfer? Ja. Prinzessin, ist das euer Ernst? Prinzessin? Ja, stell dir vor, ich bin Prinzessin. Und zwar die Tochter seiner Majestät, der Roi Popèche. Popèche. Aber ihr könnt doch nicht einen... Ich kann. Bin ich nun des Königs Tochter oder nicht? Gewiss, aber... Eh bien, dann habt ihr zu gehorchen. Zweifellos. Die Sänfte-Leute schnell für unsere erlauchteste Prinzessin. Hoheit wollet gnädig sein, steigt in diese Sänfte ein. Ein Feind steiget ein, denn es geht über Stock und Stein. Hoheit wollet gnädig sein, steigt in diese Sänfte ein. Ein Feind steiget ein, denn es geht jetzt über Stock und Stein. Du, mein süßes Schäferlein, sollst in meiner Nähe sein. Laufe fein hinterdrein, Liebe wird dir Flügelein. Hoheit wollet gnädig sein, steigt in diese Sänfte ein. Fräulein fein, steigt nur ein, denn jetzt geht's über Stock und Stein. Sieht Soldaten schon wieder ein Weib ohne Gleiche. Sagt, warum mir das Schicksal die herrlichsten Frauen präsentiert und stets nach kurzer Zeit als rätselhafte Leichen sie grausam mir entfällt. Grausam mir entführt. Meine erste ist entschlafen, der Teufel soll mich strafen, wenn ich je gewusst warum. Wenn ich je gewusst warum. Als den Tod der zweiten, dritten und der vierten ich erlitten, brach der Schmerz mich beinahe um. Von der fünften wär zu sagen, dass nach 14 Ehetagen es war wirklich ganz so dumm. Es war wirklich ganz so dumm. Ohne Gründe anzugeben, ging sie fort aus diesem Leben. Machten sie die Parzen stumm. Je suis barbe bleue. La Frau heißt er. Je suis barbe bleue. José barbe bleue. Barbe bleue. Barbe bleue. Ritter Blaubart ist doch erst als Witwer richtig froh. Ja, erst als Witwer bin ich froh. Brenn aufs neue Licht. Hallo, hallo, ho. Erst als Witwer bist du richtig froh. Je suis barbe bleue. Je suis barbe bleue. Je suis
suis barbe bleue. Je suis barbe bleue, barbe bleue, barbe bleue, barbe bleue, barbe bleue, barbe bleue. Aus der alten Blaubart-Sage und nach Schilderung meiner Lage wird für jeden offenbar, dass den Schmerz zu überwinden ich Ersatz für sie muss finden, die mein Ein und alles war. Nun, für sie ist kein Geheimnis, dass die Sechste auch bald mein ist. Doch wer weiß, was ihr passiert. Leider weiß ich's aus Erfahrung und so bin ich für die Paarung mit der Siebten präpariert. Je suis barbe bleue. Je suis barbe bleue. Barbe bleue, barbe bleue. Blaubart ist doch erst als Witwer richtig froh. Ja, erst als Witwer bin ich froh. Brenn aufs neue Licht, hallo, hallo, ho. Erst als Witwer bin ich richtig froh. Je suis barbe bleue. Je suis barbe bleue, barbe bleue. Je suis barbe bleue. Je suis barbe bleue, barbe bleue, barbe bleue, barbe bleue, barbe bleue, barbe bleue. Monseigneur, Popola, die Rosenjungfrau ist bereit. Wer war das Mädchen, das Graf Oskar eben in der Sänfte weggeführt? Ich weiß nicht, wer sie war. Doch jetzt ist sie die Tochter unseres Königs. Oh, das trifft sich gut. Dann werde ich sie am Hofe wiedersehen, wenn ich Bobesche meine sechste Gattin präsentiere. Schrecklich. Du erschreckst. Wenn ich mich auf des Königs Tochter freue? Ja, denn ich bin's, der die Sechste... Ja, ich weiß, du bist es, der den Frauen, die ich erweckt zu nie gekannter Leidenschaft, den ewigen Schlaf verschafft. Und ihr errötet nicht? Nein, ich erröte nicht, denn was ich tue, hat Größe und auch Poesie. Ich liebe nicht nur eine Frau, ich liebe alle. Mit einer Frau allein würde ich den anderen Unrecht tun. Auch fordert die Moral, dass ich nicht anders als in legitimer Ehe liebe. Also kann ich nur auf möglichst viele, aber kurze Ehen der Gerechtigkeit Genüge tun. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends, Seigneur. Wer aber wird die neue Gattin sein? Wer kann das wissen? Hast du meinen Auftrag ausgeführt? Die Rosenjungfrau ist zur Krönung schon bereit. Wie ist sie denn? Ein Weib. Das weiß ich ja. Wie? Aber ist sie? Schön. Gleicht sie Isore de Valion? Ich habe Isore sehr geliebt. Sie ist ganz anders. Wie? Seht selbst. Da kommt sie schon. Was für ein Weib! Was
was für ein Weib! Solch imposante Proportionen haben sonst nur Amazonen. Taufrisch die Haut, prachtvoll gebaut, der ganze Leib. Sie hat auch nichts von den Verdessen der vornehm gezierten Komtessen. Ja, was für eine Weib, was für eine Weib. Das ist wahrhaftig ein Götterweib, ja ein Götterweib. Was für ein Weib, welche Götterweib, ein Götterweib. Nun trete heran, fall auf die Knie, denn nun beginnt die Krönungszeremonie. Unsere große Jungfrau heilige Charlotte, heil euch Herr. Silence, Silence, wir lauschen erfreut des Ritters Blaubart Beredsamkeit. Wenn du empfängst aus meinen Händen, was deiner Artigkeit gebührt, musst du dein Wort dafür verpfänden, dass die Tugend dich stets regiert. Wenn es verlangt, geh ich gern drauf ein, nur möcht ich zu nichts verpflichtet sein. Ich will zu nichts verpflichtet sein. Wenn ich vielleicht in wenig Tagen dir einen Gatten macht zum Geschenk, musst du dich würdig stets betragen, des heut'gen Schwures eingedenk. Wenn es verlangt, geh ich gern drauf ein, nur möcht ich zu nichts verpflichtet sein. Ich will zu nichts verpflichtet sein. Eh bien, attention! Ihr hier versammelt seid, Bauernknechte wie auch Vasallen, Ungeheures verkündigt allen, eine neue und große Zeit. Ich hochgeborener Spross, uralter Stammbaum ist, der Clou der Radwolle, Chevalier de Barbe Bleue, will die Vereinigung der Hütten und Paläste. Darum ist es wohl das Rechte, wenn ich dieses Hirtenmädchen nehm zur Ehe. Dies Hirtenmädchen, und was für ein Hirtenmädchen! Ist das auch wahr, mon grand Seigneur? Bei meiner Ritterehr. Was gibt's an Glück noch mehr? Des Ritters Blaubart Frau, hast du denn so viel Mut? Was ich Mut, ob Bauernbursch, ob blaues Blut, mir ist jeder, der richtig mich liebt, gleich gut. Legt nun, Soldaten, uns die Rosse, ihr gebt der Jungfrau das Geleit. Heute noch sei auf meinem Schlosse
alles zum Hochzeitsfest bereit. Das edle Paar zieht in stolzem Ritt aufs Schloss hoch zu Ross, wie es sein muss. Das Volk marschiert nach alter Sitte, das Volk zieht hinterdrein zu Fuß. Das Volk marschiert nach alter Sitte, das Volk zieht hinterdrein zu Fuß. Das Volk zieht hinterdrein zu Fuß. Jetzt geht es los, der ganze Tross. Bald halt ich sie ihm an, wie wird das Herz mir warm. Jetzt geht es los, der ganze Tross. Vor Liebe werd ich toll, wenn ich noch warten soll. Jetzt geht es los, der ganze Tross. Bald halt ich sie ihm an, wie wird das Herz mir warm. Jetzt geht es los, der ganze Tross. Vor Liebe werd ich toll, wenn ich noch warten soll. Jetzt geht es los, der ganze Tross. Jetzt geht es los, der ganze Tross. Wie liebevoll. Sagt, der Ruf dieses Herrn wäre nicht sehr gut. Nein, sein Ruf wäre nicht gut. Ach, was? Warum soll ich mich sparen, nur wer was Wort gewinnt? Nur Mut, nur Mut. Jetzt geht es los, nur los. Jetzt geht es los. Und halt ich mich im Auge, wird das Herz wird warm. Jetzt geht es los, jetzt geht es los. Vor Liebe ist es liebevoll. Zuerst im Schritt, in kleinen Schritt, mit leichtem Tritt, der Knopf leicht und der die Finger, Sie, Monsieur, ergeben sind wir euch. Ja, ergeben für heut, jedoch schon morgen mir Feind, weil sie Hofschranzen sind, die sich drehen nach dem Wind. Die sind bereit, singen, ich wette, die Opportunisten, Kanzonette, sie werden sehen. Sie werden sehen. Gesang, Monsieur,
Ja, Gesang, Gesang. Ja, als Mann in Amt und Würden hat man heut ein schweres Los. Nichts als Klippen, nichts als Hürden und noch die Angst vom Gnadenstoß. Doch da es das Fortkommen geht, muss man sich nach oben richten, nie versäumen, beizupflichten, nie versäumen, beizupflichten, beiden zu der Pflicht erwähnt und vor allem darauf achten, wo der Wind erweht. Allen, was die Herren sich denken, selbst dem allergrößten Mist, musst du noch ein Lächeln schenken, auch wenn dir übel dabei ist. Denn da es das Fortkommen geht. Seine Majestät, der König! Robert! Fünf Zentimeter tiefer noch als gestern. Bon. Natürlich. Alvarez! Warum nicht auch so tief wie alle anderen? Peng, Peng! Graf Oskar, das Programm des Tages. Uhr. Empfang des Prinzen Saphir für die Hochzeit mit Prinzessin Hermia. Nachdem die Hofherren ihn im Park mit der Kantate Nummer 5 begrüßt, ist diese. Welch schöner Tag, welch wunderschöner Tag. Genug, Monsieur! Genug! Fort, Graf Oskar. Nachdem die Hofherren ihn begrüßt, wird Prinz Saphir den königlichen Majestäten und der Prinzessin Hermia vorgeführt. Intime Szene im Familienkreis. 11 Uhr. Schweigt! Alvarez! Ich habe nichts gesagt. Ihr habt gesprochen. Majestät, kein Wort. Wir dulden keinen Widerspruch! Graf Oskar, fahrt fort. 11 Uhr, Empfang des Ritters Blaubart und seiner neuen Gattin. Kantate Nummer 9. Es naht mit kleinen Schritten, beglückt das neue Paar. Fahrt fort. Darauf folgt hier im Ahnensaal... Ahnensaal. Peng, Peng. Folgt hier im Ahnensaal die Handkusskur. Um 8 Uhr das Diner, um Mitternacht die Hochzeit. Kantate Nummer 22! Himmeleus! Himmeleus! Himmeleus!
dann Feuerwerk, Konzert und Ball. C'est tout. Monsieur, die Kompliziertheit des Programms erfordert größte Sorgfalt. Ihr könnt gehen. Merci, Monsieur. Ihr Eiferich! Bleibt hier! Man muss sich nach oben richten, nie versäumen, beizutrichten, nie versäumen, beizupflichten und vor allem darauf achten, wo der Wind weht. Wann seid ihr heute Morgen aufgestanden? Wann es Euer Majestät beliebt. Um 7 Uhr. Dann seid im Park ihr einer Frau begegnet. Ja, der Königin. Die Frau wird nicht genannt! Das schickt sich nicht! Ihr habt Familie. Ich werde eurer Frau und euren Kindern ein zweiter Vater sein. Gott. Ihr könnt jetzt gehen. Bin verloren. Du verstehst. Schon wieder Blut. Es muss sein. Das ist der 5., der der Königin im Park begegnet. Der 5. schon? Ich kann nicht mehr. O Herr, ihr gebt mir den Befehl. Ich aber muss es tun. Mich lassen die Gewissensbisse nachts nicht schlafen. Wo ist dieser eine noch? Es muss Schluss sein. Das wird man sehen. Die Staatsgeschäfte. Man bringe mir die Welt. Um zu regieren, braucht man Übersicht. Den ganzen Horizont der Politik muss man im Auge haben. Ist die Lage dir bekannt? Ja, Majestät. Ich habe eine ganz bestimmte Meinung. Die ich völlig teile. Kennst du sie? Nein. Ich meine, dass man den Herrn Blaubart so nicht mehr gewähren lassen kann. 5 seiner Frauen sind bereits verschwunden. 5. Wir sind noch nicht so weit. Wieso? Ich ließ auf euren Befehl 4 Männer erst verschwinden. Kannst du das vergleichen? Ich bin König über Millionen Untertanen. Er, ein kleiner Fürst, dessen Handwerk man legen, dessen Frevel man bestrafen muss. Ich greife durch. Ich seh die Augen von Millionen auf mich gerichtet, voll Vertrauen. Gerechtigkeit auf Königsthronen, das ist's, worauf die Völker bauen. Ja, vor dem Prüfstein der Geschichte wird unsere Majestät bestehen. Denn unerbittlich zu Gerichte wird man mit Ritter Blaubart gehen. Höre, vor uns steht der große Augenblick, die Stunde der Entscheidung. Weichen wir auch nicht mit einem Schritt zurück, so ist der Sieg uns nah. Höre, vor uns steht der große Augenblick, die Stunde der Entscheidung. Schwört den Eid! Schwört den Eid! Kampfbereit! Kampfbereit! Vorwärts, denn der Endsieg ist uns nah! Hurra! Er hat Kanonen, Majestät! Ja, und? Na, wir haben keine mehr! Wir haben keine! Und warum? Aus ihnen wurde doch die Reiterstatue von euch gegossen. Teufel! Aber seit der Statue, was macht der Kriegsminister denn seither mit all dem Geld? Er gibt's mit Frauen aus. Wie? Ohne mich? Mich lädt er dazu ein. Dich lädt er ein! Dich! Ah.
Man sollte also, meinst du, kriegerische Schritte gegen Glaubart unterlassen? Nicht nur das. Mit allen Ehren muss man ihn empfangen und versuchen, alle Wünsche dieses Herrn zu erfüllen. Bien. Es wird geschehen. Ist das entschieden? Ja, ich bin entschlossen und das macht mich stark. Die Königin! Vergesst nicht, Graf, was ihr Herrn Alvarez zu sagen habt. Graf Oskar, Majestät. ihr geht zu Alvarez. Sagt ihm, ich hätte über seine Bitte nachgedacht und glaube, dass ich sie erfüllen kann. Da hast du's. Willst du ihn noch immer schonen? Ich gehorche, Herr. Was wünscht man dann? Soeben höre ich, dass ihr die Hochzeit meiner Tochter mit dem Prinzen Saphir angekündigt habt. Für heute Abend, ja. Das kann nicht sein. So. Und warum nicht? Hermia liebt einen anderen Mann. Das ist kein Hindernis. Die Liebe und die Ehe sind nicht immer eins. Das weiß ich nur zu gut. Madame, dies Thema meine ich, ist im Augenblick nicht angebracht. Warum? Ich finde es im Augenblick sehr angebracht. Vielleicht ist mit Musik erträglicher für euch. Hört einmal zu. Ein schönes Kind von 16 Jahren, wie ich es einmal war als Braut, in jeder Hinsicht unerfahren, ward einem Prinzen angetraut. Ob sie mitsammen glücklich waren, interessiert keinen Augenblick. Es geht um das Prestige der Krone und nicht um eines Menschen Glück. Bald sitzt der Prinz auf dem Throne, was kümmert ihn der Frau Geschick? Für eine Krone kann zweifelsohne entbehren sie dir Liebe Glück. Ein hochgeborener Kavaliere besaß den Mut, einst zu gestehen, dass er die Königin verehre, um sein Herz wäre es geschehen. Madame! Madame, bedacht auf ihre Ehre, wie zurück jedes Stellichein. Doch wenn man Sehnsucht fühlt, nützt das wenig, und tags darauf sagt sie nicht nein. Nun stell die Frage, ich, mein König, wer wirft auf See den ersten Stein? Mein Fall liegt ähnlich, drum kann versteh ich, auch sie wollt einmal glücklich sein. Ihr habt ein seltenes Talent, euch stets die Themen auszusuchen, über die in einer Ehe nicht gesprochen wird. Ich würde gern darauf verzichten, wenn es nicht ums Schicksal meiner Tochter ginge. Eurer Tochter. Ich bin sicher, sie betrachtet diese Angelegenheit mit mehr Vernunft und auch Bereitschaft als die Mutter. So? Was ist denn das? Sie wirft mit Vasen. Bei Porzellan! Ich soll die Frau des Prinzen Saphir werden. Hermia! Voilà. Und heute noch um Mitternacht. Was sagt ihr nun? Voilà. Das wollen wir doch sehen. Ah. Um Gottes Willen! Nicht die Welt! Seid doch vernünftig, Kind. Ich will ja auch vernünftig sein. Wie kann ich denn des Prinzen Frau sein, wenn ich meinen Schäfer liebe? Was für einen Schäfer? Den ich liebe. Und wo ist er? Oh, er wird kommen, denn er hat es mir versprochen. Kantata Nummer 5. Das ist der Prinz. Attention!
Keine Angst, Mama. Mit dem werde ich schon fertig. Majestät! Madame! Mademoiselle! Nicht übel. Verehrteste Nein, Prinzessin! ich gehe und werde selbst ihm sagen, dass ich nie und nimmer seine... Das ist ja ihr, das ist ihr. Was denn wünsch ich mir noch mehr? Mein Schäfer ist. Mein Schäfer ist's. Welch ein Glück, dass du es bist. Dein Gewand nur ist verändert, doch dein Herz dasselbe ist. Trotz des Hutes reich bebändet, siehe ich, dass du es bist. Mein Schäfer bist, mein Liebster bist. Oh, mein Glück lässt sich nicht nennen. Und ich so gern darf mich nun zu dir bekennen. Als meinen Herrn, bring mir für die Hochzeitsfeier schnell den Brautkranz und den Schleier. Auch mit Blumen ohne Zahl, schmück mich für den Herrn Gemahl, den Ehegemahl, den Ehegemahl. Bestimmt das Hochzeitsritual im Ahnensaal, im Ahnensaal. Ist fatal, ist als Gemahl, ist fatal, ist fatal, ist als Gemahl. Erzähl ja. Doch halt! Wenn er feudal ist, konnte er doch nicht dein Schäfer sein. Doch. Er ist ja Prinz. Sie sang doch eben noch, mein Schäfer ist's. Willst du das leugnen? Nein. Also wo ist nun der Prinz? Gestatten, Majestät. Ich muss darauf bestehen, dass ihr euch entscheidet, ob ihr Schäfer oder Prinz seid. Er ist beides. Das verstehe ich nicht. Erlaubt mir, Majestät, es zu erklären. Als eines Tages auf der Jagd ich mich erinnerte... Ihr habt was zu erklären. Das ist gut. Intime Szene. Im Programm ist nämlich eine Szene à Familie vorgesehen, für die mir noch der Stoff gefehlt. Doch jetzt. Ich bitte, Platz zu nehmen. Nun beginnt. Als eines Tages auf der Jagd ich mich verirrte, sah ich eine Schäferin von seltener Schönheit. Das war ich, Mama. Welch seltenes Glück. Ich ließ mich nah bei ihr im selben Dorfe nieder. Auch als Schäfer. Ach, auf dem Land nur ist die Liebe schön. Die Stadt ist für den Schlag der Herzen viel zu eng. Doch auf den Feldern schlagen unsere Herzen... Achtung! Schlagen auf den Feldern! Nehmt die Erzählung wieder auf. Ja, auf dem Land nur ist die Liebe schön. Ich sah Fleurette. Das war ich, Papa. In süßem Bann war da mein Herz geschlagen.
Doch ich verstehe nicht. Macht nichts. Ich habe den Zusammenhang verstanden. Das genügt. Ihr seid mein Schwiegersohn. Ich wünsche euch ein so harmonisches Daheim wie unseres. Clementine und ich, wir lieben uns noch immer, wie an unserem Hochzeitstag. Ein Paradies, nicht wahr, mein Engel? Ja, ein Paradies. Titi, komm, umarme mich. Ich denke nicht daran. Madame, ich sagte es, weil wir Gesellschaft haben. Hermia! Mama! Verdammt, ich feuer! Halt deinen Mund! Papa hat mich geschlagen! Ihr habt mein Kind geschlagen! Das ist nun unser Paradies. Nicht aus! Eine Tochter, die mein Porzellan zerschlägt und eine Frau, die mich zermürbt. Was gibt's, Graf Oskar? Ist's geschehen. Und eine Frau, die mich zum Mörder macht. Ihretwegen musste ich vor wenigen Minuten einen Hofherrn köpfen lassen. Meinetwegen. Und wer ist es? Alvarez, Madame. Alvarez, ihr habt mir Angst gemacht. Um wen? So wär's ein anderer Teufel! Das muss Herr Blaubart sein, mit seiner neuen Gattin. In der intimen Szene! Wo ist Hermia? Mein Kind! Ihr bleibt! Wir sind entfernt! Madame, ich hole sie. Trotz seiner 50-Jährchen ist er in sie verliebt. Da kommt das neue Pärchen. Sie ist sicher sehr abhaut. Ungeachtet seiner Jährchen ist er ganz in sie verliebt. Da kommt das neue Pärchen. Da kommt das neue Pärchen. Wahrlich ein Liebesmärchen von ganz besonderer Art. Er möchte eurer Majestät seine Gattin präsentieren, entbieten voller Pietät. Euch seinen Gruß, euch seinen Gruß! Das ist das 6. Mal. Ich kenn sein Schwadronieren. Es ist noch stets derselbe Schmus. Es ist noch stets derselbe Schluss. Also dann, ja, ich tu's. Hört ihn an, weil ich muss. Mich hat er neu vor wenig Tagen Amor in seinen Bann geschlagen. Das hat uns schon oft erzählt. Darum nach alter Rittersitte trete ich in eure Mitte. Das hat er uns schon oft erzählt. Welchen Tiere als tugendsame Göttin diese edle Dame? Ist's genug, großer Held! Das habt ihr schon einmal erzählt. Eh bien,
bereitet's euch auch Qual. Mir macht es Spaß und ich erzähl es noch einmal. Eh bien, bereitet's euch auch Qual. Ich wiederhol es noch einmal. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ich wiederhol es noch einmal. Nun, Herr Bobech, für einen König gab Natur euch etwas wenig. Und die pompöse Figurine, das ist der Königin Clementine. Das hat niemand je gesagt. Sieh schon, wie hier läuft der Hase, meinen Gruß, dir ganz im Blase. Das gesagt ist gewagt. Das hat noch niemand hier gewagt. Madame, gleich gibt es Skandal. Es ist die Wahrheit und die sag ich allemal. Madame, gleich gibt es Skandal. Auch ein Skandal wäre mir egal. So ein Skandal, der Mein Kompliment, Seigneur, die Frau besitzt Noblesse. Verzeiht doch eurer Tochter, gilt jetzt mein Interesse. Wann soll die Hochzeit sein? Heute noch um Mitternacht. Mitternacht, Mit Standesamt und Kirche und in voller Pracht. Mitternacht, Mitternacht. bis dahin ist vollbracht. Mesdames et Messieurs, das Handkussdefilé. Du stell doch vor, Prinzessin Hermia. Mein Töchterchen ist wieder heimgekehrt. Prinz Saphir. Er wird noch heute ihr Ehemann. Eröffnet nun das Handkussdefilé. Siehe, man erwartet euch. Diesen Jungen zum Feuer getan, das ist ja Potztausend, mein rühr mich nicht an. Ich halt meine Hand hin, so kommt endlich dran. Glaubt ihr, dass ich bis morgen früh warten kann? Bolotte? Bolotte? Florette? Oh Gott. Ach, Mama, mein Kind, wo sind diese Dame? Der kleine Fallott. Madame, Madame, Wie lang sie ist das denn noch? Er ist. geh zum König doch, er hat immer noch. Was wollt ihr? Soll ich mich hier produzieren?
einen Kuss. Dazu braucht ihr mich nicht zu animieren. Ich will küssen in voller Lust. Komm, Geliebter, an meine Brust. An jeder Brust hab ich gehört, einer Frau gesungen wird. An ihrer Brust ich bin empört. An der Handbrust existiert, ist so etwas noch nicht passiert. Oh, was und ist die und die. Wir sind empört. Wir sind empört. Wir sind empört. Ich bin empört. Was reißt ihr so die Augen auf? Erhebt ein solches Wutgeschlauf. Was tat ich denn? Steht Strafe drauf, wenn Mann und Frau sich küssen, weil sie müssen. Ich finde das nicht abnormal und tat ja auch in diesem Fall nur das, was dieser Herr befahl. Ich tat nur, was er mir befahl. Sie merkt dabei, sie ist unerhört, wie diese Frau mit uns verfährt. Seid ihr verrückt? Gebt endlich Ruhe, sonst halte ich den Mund frei. So seid doch still, ein feiner Ehr. Sonst gibt es wirklich ein Verhör. Wenn ihr nicht schweigt, gibt's einmal mehr. Ich ertrage das nicht mehr. Dieses Feuer, Seid ihr still, seid ihr still. Wenn ihr nicht schweigt, gibt's einmal Ihr habt euch geirrt, geküsst werd ich. Ich, der König. Ja, der König. Was? Ihr auch? Nun, das tu ich gern. Welche Frechheit, welche Frechheit. Soll ich noch heute Abend küssen jeden der Herr? Nein, das reicht. Wir wollen gehen, wir wollen gehen. Da haben wir's. Mars nähert sich der Venus. Hab mich also nicht getäuscht. Und was bedeutet das?
dass mir Herr Blaubart an den Kragen will, und zwar sehr bald. 5 Frauen hab ich schon. Und es geht weiter. Meine Nerven halten das nicht aus. Auch nicht für Geld. Und einmal muss er ja. Ich komme ihm zuvor. Da er nicht Schluss macht, mache ich Schluss mit ihm. Er ist ein Schuft. Durch seinen Fall gewinne ich die Achtung ehrenhafter Menschen. Sein Signal. Er kommt. Was wird er von mir wollen? Vielleicht Boulotte. Mein Herr, Bist du allein? allein. Wie immer. Geht! Bereite mir ein schnelles Gift. Für wen? Errätst du's nicht? Boulotte, sie kommt. Seid gnädig, Herr. Ich habe keine Zeit. Bis Mitternacht muss ich die Tochter von Bobèche zur Gattin haben. Heute? Ja, eilig. Mars näher zu verlegen. Hast du nicht verstanden? Wie? Das schnellste deiner Gifte. Ich gehorche, Herr. Schon wieder stehe ich an eurem Grabe, ihr Frauen, die mich so unsagbar geliebt. Der Tod war eures Gatten Morgengabe, drum sei doch nicht der Schlummer euch getrübt. Sind ihre 5, die ich so sehr beweine, ja 5 schon, 5 Engel Hefe. Zum halben Dutzend fehlt jetzt nur noch eine, und deren Heimgang steht bereit bewohnt. Nur eine fehlt in dem trauten Vereine. Jedoch auch hier, jedoch auch hier, jedoch auch hier steht der Tod bald bevor. Nun sagt mir endlich, was bedeutet das? Soll der Galopp durch Nacht und Wetter, Sturm und Blitze ein Spazierritt sein? André, Madame Boulotte, meine 6. Frau. Was heißt das? Kann die schöne Dame lesen? Hier ruht Eloise, hohe Frau des Ritter Blaubart. Ich will fort von hier. Warum? Es gibt noch mehr zu lesen. Hier ruht Rosalinde. Hier Eleonore. Gehen wir. Nein, bleibt und seht. Isolde de Valjean. Hier Blanche. Genug. Nur diesen Stein noch. Seht. Hier steht kein Name drauf. Noch nicht. Doch morgen schon in prächtiger Schrift. Hier ruht Boulotte. Begreift ihr nun, dass es um Sterben geht? Ich aber will nicht sterben! Dann habt ihr die Bestimmung meiner Frauen.
nicht verstanden. 5 Gräber habt ihr hier gesehen, 5 Namen eingraviert, in Stein habt ihr gelesen. 5 schöne Frauen werden nicht mehr auferstehen, die mit mir vor euch vermählt gewesen. Das 6. Grab erwartet euch meine 6. Gattin. Macht ihr euch dafür stark, den ihr unzulegen? Lasst euch Madonna gratulieren. Wollt ihr in einen Sarg vielleicht Blutte konservieren? Wie gut ihr raten könnt. Das wäre doch zu arg. Wenn dein Gewissen du befragst, welch Sünden du erlagst, wird dir vielleicht bewusst, warum du sterben musst. Ein Mädchen fängt mit unter Feuer, auch wenn es noch so tugendhaft, wird ein kleines Abenteuer, denn immer gleich mit Tod bestraft, denn gleich mit Tod bestraft. Als einst Marcel mich wollte küssen, dachte ich nicht am Rad. Ich hätte mich freilich wehren müssen, doch es war das erste Mal. Bei meiner Treu, das ist mir aber neu. Ei, 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 das wäre euch ganz neu. Und ich dachte, dass es deshalb sei. Der zweite war der schöne Jochen, niemals hätte er mich gekriegt. Doch als ihr die Ehe mir versprochen, war mein schwaches Herz besiegt. Verdammt, Jochai, das alles ist mir neu. Ahai, ei, ei, wenn euch das alles neu, wüsste ich gern, was es sonst wohl sei. Aus anderem Grunde schlägt jetzt deine Stunde. Der liebe Geburt fordert deinen Tod. Den Tod, den Tod! Ja, deinen Tod. Warum den Tod, warum den Tod? Mich hält gefangen heißes Verlangen, ein heiß Verlangen hält mich gefangen nach einem schönen blonden Kind, das ich noch eh der Tat verdient mir als 7. Frau will fangen. Voilà, dies der Grund, dies der Grund. Und welch Verrat! Dein Ende naht, sterben will ich nicht, unweigerlich, lass mich nicht sterben, den Tod. Den Tod. Du blutrünstige Räuber, Verführer der Weiber, oh, fühle meine Not. Sie flieht mich, Bibel, und lass mich am Leben, ich will nicht den Tod. Bitte lass mich leben, sie flieht mich und Bibel, ich folgte Liebe, heiterem Triebe, mit jedem Tag aufs Neue. Ich kenn nur diese eine Devise, die Liebe ist nicht treu. Ich folg dem Triebe,
im heitern Triebe, im Rausch und Rausch der Liebe, mit jedem Tag aufs Neue. Steine kommt nicht verrettet dich, will deinen Tod, ja, den Tod. Voilà, la chose. Ich lasse euch jetzt allein. In 5 Minuten komme ich wieder. Sehe nach der Wirt. Gnade, Herr! In 5 Minuten. Pardon. Ihr habt euch doch nicht wehgetan. Seigneur! Du tötest mich doch nicht. Madame. Nenn mich doch nicht Madame. Sag Boulotte. Erinnere dich an die Kastanienbäume damals. Ich erinnere mich nicht. Popolani. Ich will mich nicht erinnern. Übrigens hat sich ja nichts Entscheidendes ereignet. Ja, weil ich dir eine Ohrfeige verpasste. Hätte ich nicht erhauen. Siehst du, dass du mich nicht töten kannst? Dann tötet er uns beide. Popolani, du hast das Herz. Euch tot zu sehen. Nein, es ist auch das, was ich... Hört zu. Hört ganz genau zu. Und versucht mich zu verstehen. In diesem Glas ist Zuckerwasser. Hier in der Fiole Gift. Ihr gießt das Gift aus der Fiole in das Glas und trinkt. Und trinkt? Ich drehe mich währenddessen um und schau nicht zu. Habt ihr verstanden? Ja, noch einmal, bitte. Glas mit Zuckerwasser. Zuckerwasser. Hier, das Gift. Das Gift. Ihr gießt das Gift Aus der Fiole in das Glas. und trinkt. Ihr aber, ihr dreht euch um. Und schau nicht zu. Ihr habt verstanden. Ja, jetzt habe ich verstanden. Also, los! So, ich hab's getan. Getrunken? Ja, doch nur das Zuckerwasser, nicht das Gift. Ha, reingefallen. Wie die anderen auch. Wieso? Das Zuckerwasser war das Gift. Ist das auch wahr? Ganz zweifellos. Fühlt ihr denn nichts? Ich glaube... Einen Augenblick. Es fängt schon an, ich fühl den Bann. Ich glaube, ich werd ohnmächtig. Ja, in der Tat, das Ende naht. Doch keine Not macht mir der Tod. O Sapperlot, das geht ja flott. Macht der Tod denn so wenig Schmerzen? Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Ein Alchemist mit sanftem Herzen, nur exquisite Gifte wählt. Geschieht es so, dann sterb ich froh. Ihr habt ganz sacht mich umgebracht. Nun, gute Nacht. Es ist vollbracht. Eh bien, hab getan, was ich kann. Eure Gemahlin ist heimgegangen. Tot. Tot. Jetzt wär wohl Reue angezeigt. Doch dazu bin ich nicht geneigt.
Nach Genuss, neuem Kuss, geht jetzt mein Verlangen. Ich folg der Liebe heiteren Triebe mit jedem Tag aufs Neu. Ich kenn nur diese eine Devise, die Liebe ist nicht treu. Ich folg dem Trieb. Eine hübsche Stimme hat er. Das muss man ihm lassen. Doch morgen wird er nicht mehr singen. Dafür sorge ich. Arme Polotte. Schöner noch als damals unter den Kastanienbäumen. Nun, lasst sehen, was Physik vermag. Ja. Hättest du mir damals nicht die Ohrfeige gegeben, dann wären wir vielleicht die zarte, kleine Hand und diese riesengroße Ohrfeige. Ich mache etwas Musik. Attention, denn jetzt kommt Popolanis Meisterstück. Es geht, es geht. Lasst nur nicht nach. Hört auf, ich halt's nicht aus. Seht ihr den Stern? Mutter, Hilfe! Hilfe! Achtung! Oh. Jetzt! Bitte! Ab! Was ist das? Das Leben. Wie? Ich wär nicht tot? Ihr lebt. Oh, Popolani! Ah! Doch dieses Glas mit Gift. Narkotikum. Ihr habt geschlafen. Nur geschlafen? Ja. Mit der Maschine habe ich euch erweckt. Ich lebe. Das Leben ist so gut. Und Popolani auch. Ich bin ein Mensch. Mit Herz. Und Elektrizität. So ist es wirklich wahr. Ich bin nicht tot. Nicht mehr tot als die anderen Frauen, Blaubart. Als die anderen Habt ihr geglaubt, dass sie... ermordet sind? Na, was denn sonst? Oh nein. Hört zu. 2 Jahre sind es her, dass mir Herr Blaubart den Befehl gab, seine erste Frau zu töten. Ich war menschlich, wie mit euch. Und als sie wieder zu sich kam, fragte ich, was, reizende Isor, ist euch lieber? Wirklich sterben? Oder etwas nett mit Popolani sein? Und was hat sie gesagt? Sie sagte nichts und blieb am Leben. Ach. Und dann? Dann kam die zweite Heirat Blaubarts. Neuer Mordbefehl. Gewissensqualen Popolanis. Ich verstehe. Und so geschah's mit Eleonore, Blanche, Eloise, Rosalinde. Gewiss. Denn immer siegte meine Menschlichkeit. Und jetzt werd ich gefragt, ob ich ein wenig nett sein will? Euch frage ich nicht. Warum? Weil Schluss ist hier. Ich gehe noch heute zum König, um die Taten Blaubarts zu enthüllen. Die Frauen nehme ich mit. Mich auch. Wollt ihr euch rächen? Ja,
Ich will mich rächen. Es gibt vielleicht in meinem Herzen auch noch andere Gefühle. Herrlich, dieser Räuber, wie er sang. Ich folg der Liebe, heiterem Triebe, mit jedem Tag. Wo sind die anderen Frauen? Hier. Und sie erwarten euch. Erwarten mich? Gewiss. Der Hornruf Blaubarts kündigt euch an. Es ist ihr Brauch, dass jedes neue Opfer von den vorigen begrüßt wird. Geht! Was ihr da singt, ihr süßen Katzen, ist nicht gerade sehr diskret. Doch ich verzeih euch eure Schwatzen, denn ich bin heut gut aufgelegt. Hört auf den Vorschlag, den ich mache, wie euer Los zu wenden sei.
Popolani, ruft euch auf zur Rache. Wenn ihr folgt, seid ihr wieder frei. Auf zur Rache! Ja, zur Rache! Wenn wir uns rächen, sind wir wieder frei. Auf zur Rache! Auf zur Rache! Ja, nur die Rache macht uns wieder frei. Ja, nur die Rache macht uns wieder frei. Wollt ihr in der Freiheit lüften, euch ergehen, müsst ihr Toten aus den Grüften auferstehen, auferstehen. Lasst zurück uns kehren wieder auf die Erde, dort nimmt man sich dann den richtigen Mann. Alles, was die schöne Frauen ersehnen, werden wir voll Selbstvertrauen uns nehmen. Einer war. Ja, wir gehen aus diesen Grüften neu ins Leben und erstreben Heiterkeit und Freiheit alle Zeit. Alle für alle, niemand macht uns jetzt mehr bang. Überall erscheinen unser stolzer Kaufesang. Zehn, 11, 12. Es ist Mitternacht. Ich bitte Formation zum Zug in die Kapelle. Kantate Nummer 22. Bitte jetzt keine Frage. Ich hab etwas zu sagen, hört mich alle aufmerksam an. So bald schon zurück? Behält ihr uns so ganz allein? Allein? In unserem Glück. Madame, oh Madame, beklagt meine Not.
Autogramme, denn meine Frau ist tot. Das ist so fröhlich und behende ritt sie übers Land. Von ihrem nahen Ende hat sie nichts geahnt. Am Himmel die Sterne in glänzender Pracht. Ach, rief sie, wie gerne reit ich durch die Nacht. Du Frau meiner Träume, ich seh dich vor mir. Beim Rauschen der Bäume fand ich zu dir. Da traf mich ganz jäh dein gellender Schrei. Du riefst, ich vergeh. Und schon war's vorbei. Erfasst von wilden Schauern stand ich an ihrem Grab. Obwohl ich im Betrauern doch schon Erfahrung hab. Dieser Hund! Ein Denkmal will ich bauen von ganz erlesener Art. Doch dann Schluss mit toten Frauen, zurück in die Gegenwart. Der Tod verschont keinen, seid nicht zimperlich. Warum sie beweinen, sie hat hinter sich. Ich bin wieder Witwer, das Glück ging vorbei. Das ist zunächst bitter, doch Gottlob nicht neu. Auch wenn meinen Klagen ich ließ freien Lauf, was nützte das Zagen? Sie steht nicht mehr auf. Nein, 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 drum pflückt die Rosen, ehe sie verblühen. Auch wenn Stürme euch umtosen, bewahret heitern Sinn. Zum Teufel die Trauer, fort mit dem Verdruss. Freude nur hat Dauer, Freude und Genuss. Liebe nur ist Leben, das Leben ist ein Ball. Seid der Tollheit ergeben im Karneval. Ja, Tollheit soll leben und der Karneval. Ja, Tollheit und so schön ich fand, dass ich untertänigst bitt ihre Hand. Ich kann die Kühnheit noch nicht fassen. Seid ihr denn ganz von Gott verlassen? Ihr, die Hand meiner Tochter! Ich will zur Gattin sie. Nein, nie! Wie nie? Mama! Wie nie? Mein Kind! Nein, nie! Wie nie? Nein, nie! Wisset, dass in meinem Besitz Reiterei steht gar nicht weit. Außerdem 10 schwere Geschütze, die schussbereit sind jederzeit. Schlaf mir gehört durch Militär. Meine Herren, wer nicht pariert, der wird kurzerhand pulverisiert. Ich hab euch in der Hand. Das ist uns wohl bekannt. Doch wer wird uns retten aus der Affäre? Ich, wenn ihr's erlaubt. Nun wohl an, wie fängst du es an, junger Mann? Ich will mein Weib vor dir bewahren und darauf fordere ich dich zum Duell. Am eigenen Leib sollst du's erfahren, was du uns angetan. Tut dir, du Schandgesell, ein Duell, wie charmant. Das
Schluss an. Ja, Verwegner, so sei es. Wer sich des Sieges wird erfreuen, soll der Prinzessin Gatte sein. Möge Gott unser Richter sein. Ja, Gott soll der Richter sein. Jetzt aber heißt es wachsam sein, sonst steckt man selter Hiebe ein. Gütiger Gott, schütze ihn bloß. Jetzt, meine Herren, jetzt geht es los. Ist ja charmant. Mega charmant und interessant. Du kannst ihn dicke Köpfer wecken. Und geht auf durch den Königsstoß. Das Recht wird mit Wegen schmecken. Mit Wach und Herz und Hand ins Herz gebracht. Entschlossen und zugeschlossen. Hey! Olli! Meines einstigen Waffenmeisters Strategie. Ganz ohne Zweifel, der ist beim Teufel. Mein geliebter Tod, o welcher Schmerz und Tochter. Gib mir, was du versprochen. Hab nie ein Wort gebrochen. Ich geb dir ihre Hand, fliehe du ihr Herz. Doch keine Wunde ist zu sehen, wie sonderbar. Erhebt euch, Prinzessin, und folgt mir zum Altar. Von das Hochzeitsritual. Die Kantate singt noch einmal, geleitet sie durch heiligen Schwelle. Die Glocke ruft uns zur Kapelle. Die Glocke ruft uns zur Kapelle. Mein armer Prinz, wozu warst du nun jung, geliebt und schön? Jetzt liegst du da. Doch was geht mich das an? Ich bin Politiker und habe für Gefühle keine Zeit. Wo ist der Mann? Er wartet. Lass ihn kommen. Ein Zigeuner?
Nein, ein Bettler. Herr, ich hab genug, ich kann nicht mehr. Du sprichst. Doch der da Kann nicht hören. ist er taub. Nein, tot. Er kam heute Nacht in meinen Turm. Herr Blaubart. Ja, Mit seiner Frau. und sagte zu mir, sie muss sterben. Wie? Das wisst ihr? Er heiratet gerade eine andere. Ich war's nicht. Ich habe es nicht getan. Ach so, doch. Ich habe sie nicht umgebracht, Madame Boulotte. Auch die anderen nicht. Na, was ist mit Ihnen? Sie leben. Was? Ich habe sie mitgebracht. 6 reizende Zigeunerinnen. Wie? Hierher? Der König soll sie sehen und über Blaubart richten. Und wer wird den König richten? Das verstehe ich nicht. Wenn du Gewissensbisse hast, ich hab die meinen. Wer hat keinen? Schweig, nimm diesen Schlüssel. Öffne damit die Gewölbetür, zu der der Schlüssel passt. Doch wo? Du wirst sie finden. Im Gewölbe sind 5 Männer, die der König morden ließ. Sensationell. Sensationell. Auch sie sind noch am Leben. Ah, verstehe. Geh mit ihnen zum Garderobenmeister des Palastes und verlang für sie Zigeunerkleider. Teufel! Was ist los? Wir werden 6 Zigeunerinnen haben, doch nur 5 Zigeuner. Verdammt! Und es eilt. Was aber tun? Was ist das? Ich bin es. Der ist auch nicht tot? Es scheint so. Nicht verwundet? Nein, auch nicht verwundet. Doch gefallen. Ja, Vielleicht durch die Erregung nur. nichts anderes. Nun, gerettet. Ja, gerettet. Wo ist Hermia? Ja, gerettet. Gerade den Ritter Blaubart. Das ist, Ich will ihn den... der Mann. Der 6. Mann. Wieso? Jetzt kommt die Rache. Rache? Ja, an Blaubart. Komm. Folgt diesem Mann. Ja, Rache, 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 Rache. Ein abenteuerliches Unternehmen. Wohin wird es führen? Keine Ahnung. Doch was tut's? Gerade dadurch, dass ich nie gewusst, wohin der Weg mich führt, kam ich dazu, die anderen zu führen. Die Glocken. Es geht weiter. Die Brautfamilie scheint mir nicht sehr glücklich. Findet ihr? Es fehlt die Fröhlichkeit. Ein wenig, ja. Vielleicht soll man für etwas Unterhaltung sorgen. Ja, Graf Oskar. Majestät, soeben kam ein Trupp Zigeuner an. Sollen sie sich produzieren? Bier! Herein mit ihnen! Sag ihm,
Mein Herr, ich mag euch nicht. Das kann ich nicht, Mama. Nimm dich zusammen. Geh. Mein Herr? Was gibt's, geliebtes Weib? Mein Herr, ich mag euch nicht. Pardon. Was habt ihr da gesagt? Ich mag euch nicht. Bobesche! Mein teurer Schwiegersohn, habt ihr gehört? Nicht gut. Sie hat gesagt, sie mag mich nicht. Mein Kind! Papa? Komm her. Wer hat dir aufgetragen, deinem Mann zu sagen, dass du ihn nicht magst? Mama. Ah, Tettin! Bobesch? Habt ihr gesagt? Bobesch. Der ganze Hofstaat hört euch zu. Habt ihr gesagt? Jawohl, ich hab gesagt. Und bin bereit, euch noch viel mehr zu sagen, Attention, für die Zigeunertruppe! Jetzt eure Kunst. Es ist uns eine Ehre. Majestät, gebt eure Hand. Voilà. Wie viel Finger sind an dieser Hand? Wie viel Finger? Ja. Ich glaube 5. Das gebt ihr also zu. Was denn? Dass diese Hand 5 Finger hat. Die macht mir beinahe Angst. Wenn euch nun jedes Mal, da ihr dem Grafen Oskar aufgetragen habt, Grafen Oskar? Dieser Mann muss sterben. Wie? Wenn jedes Mal, da ihr das sagtet, euch ein Finger von der Hand gefallen wäre, könntet ihr dann noch mit dieser Hand beim königlichen Mahle eure Gabel halten? Teufel! Dieser Schwein! Der ist jetzt an der Reihe. Hier! Nun ihr, mein Herr, wenn es euch recht ist. Mit Vergnügen. Oh, wie hübsch. Der Ring an eurer Hand gefällt mir. Er ist einfach, doch geschmackvoll. Es ist Blut daran. Blut? Wisst ihr nicht woher? Ich kann's euch sagen. Dieser Ring war noch vor einer Stunde an der Hand der unglückseligen Bulotte, die durch Gift getötet wurde. Voller Hitze! Hey! Was wollen diese Männer denn? Jagt hinaus, Bobesche! Bekommen es die hohen Herren mit der Angst zu tun? Herunter mit den Masken, ihr Zigeuner! Bulotte! Alvarez! Du Mörder! Alle, die vor ihm... Wir wollen Rache! Blanche! Eleonore! Eloise! Rosalind! Isor! Warum wolltest du uns töten? Sind die Toten wieder auferstanden? Herr mir! Was hast du mit den Frauen denn gemacht? Elektrisiert. Und diese Männer? Wo nur waren sie versteckt? Bei meiner Schwester. Tolles Weib. Sagt ihre Heirat aber, schickte es sich nicht mehr. Ihr versteht. Dann sind die Herren ja entschädigt. Weicht, ihr dulden keinen Spaß! Ich stell die Frage. Hätten Popolani und Graf Oskar ihren blutigen Auftrag ausgeführt, was wäre jetzt? Ihr wäret tot. Natürlich. Die Großen haben wieder einmal recht. Und nun? Was nun? Wie geht es weiter? Gar nicht. Bist du verrückt? Was soll das heißen? Schluss
Nicht möglich. Licht aus. Die Madonnenlaune. Wir müssen den Film doch zu Ende spielen. Aber wie? Mit einem Happy End? Jeder Kavalier kriegt eine Dame und es gäbe 7-fache Hochzeit? Nee. Wir sind ja nicht in einer Operette. Warum nicht? Wir machen Ulk. Herr Oskar, arrangiert das. Mesdames et Messieurs, wir spielen Operette. Licht an! Ton ab! Kamera ab. Das ist ein Einfall. Das ist ein Einfall. Und das Moralideal. Und das Moralideal. 7-fache Wahl. In jedem Fall Genial. Herr Nummer 1, die Dame will. Mein Herz ist deins. Dein meiner Seele. Ist euch das recht? Ihr wählt nicht schlecht. Hoppla, hoppla, ist Herr Mia glücklich, dann sag ich dazu ja. Der zweite Herr, die zweite Dame, willigt ihr ein? Ich sag nicht nein. Hoppla, hoppla, das geht ja fein, Sie stimmen beide überein. Doch dieses Mal wird glücklich sein, ja glücklich sein. 4 Herren hier und noch 4 Damen. Nehmt ihr die Herren? Oh ja, sehr gern, ja, sehr gern. Hoppla, Sie sagen allen ja. Sie sagen ja, hurra. Nur noch ein Herr und eine Dame. Sie Bulotte mich bereuen. Ach, ich soll dir wohl verzeihen. Bin im Grunde herzensgut. Ja, du triebst von edelm Mut. Will nur dir allein gehören. Kannst Verräter du das schwören? Ja, ich schwöre es. So, du schwörst es. Was verlangst du als Tribut? Deine Begieren kann ich nicht wehren. Den Schnee berührt mein heißes Blut in Liebesglut. Bin zufrieden und wohlgemut. Und wie Sie sehen, ging alles gut. Und somit wären wir am Ende Der schaurig blutigen Legende vom Ritter Blauer in anderer Bauart. Wir sahen die Geschichte so etwas schief und schadenfroh. Drum schließen wir sie mit Hallo und dem großen Jubilo.